Bei einer unserer Lost Place Touren besuchten wir dieses verlassene Chateau in Frankreich. Seit vielen Jahren wohnt hier niemand mehr, als hätte man eines Tages einfach alles stehen und liegen gelassen und wäre für immer verschwunden. Ist da noch ein Vogel drin? Doch was mag hier geschehen sein, wenn sich ein Bewohner von einer religiösen Zeremonie erholen musste? Hör mal auf jetzt, jetzt kriege ich echt Angst wieder. Begleitet uns heute gemeinsam mit Jirka auf dieses spannende Abenteuer. Das ist mein Eingang, ne? Da ist ein Loch. Da ist ein Loch. Muss aufpassen. Dankeschön. So Leute, wir haben jetzt die andere Kamera am Start und ich würde sagen, wir stehen gerade mitten im Wohnzimmer. Also wir müssen auf jeden Fall ein bisschen leise sein, weil hier ständig in der Straße Leute langlaufen und auch Autos. Und wir wollen natürlich jetzt kein Aufsehen erregen. Ne? Das ist eine ganz, ganz heiße Location hier. Also hier werden öfters mal Leute rausgeholt und die Nachbarn sind echt wachsam. Also würde ich sagen, starten wir das Ganze mal. Ne? Direkt hier vorne liegen Notenblätter auf dem Tisch. Steht da irgendein Jahr Ich glaube, drauf? École de la Vélocité, also irgendwie Schule der, naja, Irgendwas. dann hört es auch schon auf mit dem Französisch. Schule der Geläufigkeit, da steht es ja. auch sogar in Deutsch. Ja, und School voll Englisch. of Velocity, ja genau. Dazu hier die passenden Noten, da drüben noch ein weiteres. Wahnsinn, ne? Ja, es sieht sehr, sehr alt aus, ne? Von wann das wohl ist, ne? Ja, würde mich auch mal interessieren, aber ich glaube, da steht nichts drauf, ne? Guck mal hier, was ist das noch? Edition, irgendwas. Auch halt sehr alt. Piano, Solo, irgendwas steht da. Ja, alles Notenbücher hier. Notenhefte. Sehr, sehr alte auf jeden Fall. Sehr, sehr alte. Hier auf dem Kamin noch 2 sehr alte Bilder. 3. Oh ja, noch ein drittes. Ich finde so, manche Bilder haben so ein bisschen was Gruseliges, weißt du, wie ich meine? Also ich finde, die gehen jetzt noch eigentlich. Aber ich glaube, man spinnt sich auch so ein bisschen im Kopf was zusammen. So, weißt du, wenn die Leute hier mal gelebt haben, weiß ich, ob da nicht der Geist die noch so spukt oder so. Ist ein bisschen verrückt jetzt, aber Ja. ich glaube, manche von euch verstehen, was ich meine. Keine Ahnung, ob hier irgendwelche Idioten vielleicht schon angefangen haben, das als Zünder zu nehmen, um hier ein bisschen was anzuzünden. Einfach und bescheiden. So, hier Heideröschen Esmeralda. Schön. Hier ist noch so ein Sideboard und auch hier sieht man, dass hier noch so ein Notenheft liegt. Alles richtig, richtig alt, ey, Mann. Also wenn ich schätzen müsste, würde ich echt sagen, das ist so aus den 50er, 60er Jahren. Schade, dass hier nirgendwo Noch älter. was steht. Nee. Nur Brüssel, aber sonst leider. Nummer 241 müsste man jetzt gucken. Vielleicht finden wir noch was. Hier auf jeden Fall noch ein richtig schön altes Bild. Aber auch ein bisschen gruselig. Was hat sie denn da in der Hand? Weiß nicht. Eine Kette oder so, ne, oder? Ja, das kann sein. Wir müssen aufpassen, der Boden ist hier auch nicht mehr der beste, wie wir gerade schon beim Reingehen festgestellt haben. Ich gucke dir das mal an. Ja, hier sieht man es auch noch mal sehr gut, dass wir hier wachsam durchs Haus laufen müssen, weil wir könnten ein bisschen runtergehen. Hier ist, denke ich mal, das eigentliche Wohnzimmer. Ich dachte gerade, da steht eine Kamera. Guck mal, siehst du das da im Regal? Ja, ja.
Unten links, Ja, ich sehe es. Sieht echt aus und wie wenn eine ich dann Kamera. drauf leuchte, ist es einfach so ein Duftding, ja, ne? Kerzending. Man sieht auf jeden Fall, wie die Farbe hier schon von den Wänden bröckelt. Also solche Sachen mag ich ja auch total gerne. Ne? Das ist so ein Schrank. Und wenn du das dann ausklappst, hast du quasi ja so wie so ein Schreibtisch. Ne? Und guck mal, hier oben steht noch so Farbe. Das erinnert mich so ein bisschen damals so an diese Zeit, wo man noch mit einer Feder geschrieben hat oder so. Ja, weißt du? Tinte. Mhm. Vielleicht wurde hier auch noch mit Tinte geschrieben. Von sieht man denn hier irgendwas? Ach, guck mal hier. Avocat. War derjenige, der hier gelebt hat, Anwalt vielleicht? Also mich würde auf jeden Fall mal interessieren, seit wann das hier verlassen ist. Also hier von den Familienbildern, die jetzt hier noch auf dem Tisch liegen, sieht das Ganze so aus wie 90er Jahre. Ja, würde ich auch mal vermuten. 90er Jahre. Vielleicht war das hier das Ehepaar, was hier gelebt hat mit den Enkelkindern. Hier auf jeden Fall eine Familienfeier. Und das fand hier in dem Raum statt, Anja. Zeig mal. Das fand hier in dem Raum statt. Siehst du die Wände? Das sind exakt die gleichen Wände. Hier ist das da am Fenster. Mhm. Genau die gleichen Vorhänge, alles. Ja. Hier ist noch ein weiteres Bild. Das ist auf jeden Fall genau die Tür. Hier sieht man das sehr gut. An den Verzierungen der Tür. Hier. Das siehst du. Das ist genau diese Tür. Aber zum Glück kommt jetzt ein anderer Boden. Kein Holzboden mehr. Ja, Das ist eher so ein richtiger Steinboden. das stimmt. Offenbar stehen wir jetzt im Esszimmer. Hier sieht man das. Noch so ein paar Teller auf dem Tisch stehen, vermutlich dekoriert von anderen Urbexern. Und hier war wahrscheinlich dann so ein bisschen so die Alkoholausgabe. Ne? Genau, die So Bar. Der Klassiker, die Bar, genau. Die Bar. Richtig cool, ne? Guck mal hier. Wie teuer sowas wohl gewesen sein muss, ne? Die Verzierung, Das ist ne? so fein. Gearbeitet, ja. Guck dir das da oben mal an. Ja, richtig schön. Richtig pompös hier alles, ne? Ja, man hört halt, wie laut der Wagen jetzt hier vorbeifährt. Dementsprechend würde man uns auch draußen halt reden hören, ne? Müssen wir halt echt aufpassen. Also entschuldigt bitte, dass wir jetzt ein bisschen flüstern, aber ja, so ist das halt, ne? Man will ja auch nicht entdeckt werden, ne? Ja. Entweder ihr wollt ein ganzes Video haben oder ein kurzes Video, wo wir erwischt werden. Oh, die Decke, die sieht auch so richtig schön verziert aus, ne? Ja, sehr, sehr schön. Wenn du jetzt überlegst, dass da noch so ein richtig schöner Kronleuchter dran hängt. Hier ist auf jeden Fall ein Kamin, ne? Guck mal, ist auch eine interessante Bauweise, finde ich, ne? Ja, wie so ein Ofen halt. Ne? Ja, wie so ein Ofen halt nur, ne? Ich glaube, auf der anderen Seite war der eigentliche Kamin gewesen. Wahnsinn, ehrlich. Sehr große Location auch, Leute. Groß und sehr alt alles schon, ne? Sehr, sehr alt, ja. Sehr schön. Komm, lass mal da gucken. Ach, guck mal, hier steht das Klavier, Sabrina. Boah, glaubst du ja nicht, ey. Traumhaft. Das drückst du jetzt auf jeden Fall nicht. Nein, mach ich nicht. Ich wollte zwar gerne den japanischen Hochzeitsmarsch mal vorspielen, aber ich weiß ja, dass ihr alle neidisch werdet, nicht jetzt hier anfangen und hinterher die Nachbarn und so, ihr wisst Bescheid. Ja, die kommen nachher vorbei und wollen dich dann noch weiterspielen, ne? Ja. Die zwei Bilder. Er war offenbar Soldat. Ja. Und das bis zum Ende offenbar, ne? Bis zur Rente. Sieht so aus, ja. Hier war offenbar der Gang zum Garten gewesen. Den haben sie auf jeden Fall richtig gut zugemacht. Und hier ist noch so ein richtig altes Radio, Leute. Seht ihr das? Das ist so ein richtig altes Kassettenradio. Und offenbar hatten sie einen kleinen Vogel hier. Mhm. Sieht auch richtig, richtig alt aus, ne? Mhm. Hier ist direkt die Straße. Okay. Ich glaube, ich habe gerade jemanden reden gehört, aber ich bin mir nicht sicher. Das ist auch hier, wo das Fenster offen ist. Da müssen wir aufpassen. Lass mal lieber da lang.
selber mal rein. Hier war vielleicht ein Büro gewesen oder so. Hier ist so ein großer Aktenschrank, sieht das so aus. Aber hier ist das Fenster offen, da müssen wir aufpassen. Das wäre jetzt blöd, wenn wir direkt erwischt werden würden. Hier war das Badezimmer. Oh Gott. Aber die Dusche kam auf jeden Fall nachträglich. Ja, das sieht man. Aber auch sehr zugemüllt leider, wie man sieht, ne? Ja. Hier ist so eine alte Haube. Das kennt man ja meist so vom Friseur, ne? Wenn man sich so eine Dauerwelle hat machen lassen, dann kriegt man so ein Ding drauf, ein bisschen Wärme. Guck dir mal bitte den Keller an. Der ist ja richtig... Der ist ja mal richtig alt, wa? Boah, so ein richtiger Felsenkeller, ey. Ja, ehrlich, oder? Hier war ein Schlafzimmer. Wir müssen echt ruhig sein hier. Ja. Hier sieht man noch das Bettgestell auf jeden Fall. Wie man sieht, ist einfach noch alles hier in den Schränken drin. Guckt euch mal an hier die Kabel. Was ist das denn? Ach du heilige Schande. Was ist das denn für eine Kabel, Leute? Krass. Und der Löffel daneben, guck mal. Ja, ganz uralter Löffel. Ah, die Heizung, ne? Ja. Und ein bisschen Abstellkammer. Ja. Sieht man denn jetzt hier? Ist denn hier irgendwas zu sehen, von wann das ist? Muss doch ein Datum draufstehen, oder? 2006 steht hier drauf. Ui. 13.12.2006. Hier war die Küche. Aber die richtige Küche. Meine Güte, wie sieht's denn hier aus? Der komplette Zerfall da hinten in der Ecke. Aber richtig, oder? Ja. Und hier war die Haustür nach draußen. Ja. Boah, wie sieht's denn hier aus, Leute? Heftig, Meine Fresse. Komplett zugemüllt. Guck mal hier, die Medikamente liegen hier noch alle. Ich habe jetzt hier eine Zeitung gefunden und die ist aus Februar 2001. Boah, krass, Leute. Februar 2001. Guck mal, hier steht privat drauf. War das hier vielleicht irgendwie so ein... Hotel? Ja, Oder Gäste? Gästehaus? Oder irgendwie sowas? Muss ja. Könnte sein, ja. Wenn in der Küche privat steht. Ja. Höchstwahrscheinlich. Hätte ich ja. jetzt nicht gedacht. Nee, ich auch nicht. Aber das werden wir auf jeden Fall gleich oben aufklären können, oder? Das denke ich. So, wir wechseln jetzt gerade mal. Guck mal, die Treppe. Junge. Wir wechseln jetzt gerade mal die Etagen. Jacke ist jetzt unten. Und wir gehen jetzt nach oben. Holla, die Waldfee. Boah, hier ist aber echt richtig durchwühlt, ne? Boah. Komm mal hier hin. Boah, der Boden ist schon wieder so schief, ne? Wow. Ich glaube, das Haus kippt gleich in die Richtung. Ja, ist echt einsturzgefährdet. Man sieht ja, dass das Ganze von der Bausubstanz her echt nicht mehr gut ist. Unten haben wir es ja schon gesehen, hier oben auch. Ja. Mann, Mann, Mann. Wahnsinn, ne? Wie das aussieht. Als ob du in einer anderen Zeit wärst, auch immer. Ja. Und wie man es halt von früher kennt, da hinten noch ein Waschbecken, ne? Ja. Hier natürlich auch zum Waschen die Utensilien. Ja. Eigentlich ein sehr, sehr schönes Zimmer. Sieht so ein bisschen aus wie Kinderzimmer, ne? Bisschen klein, ja, aber sonst ganz nett, ja. Ja, guck mal da hinten in der Ecke. Ja, Das deutet auf ein Kinderzimmer hin. ja, vermutlich. Ja, ist auch ein Schreibtisch hier, ne? So ein Schreibtisch oder Schminktisch mit Wickeltisch, oder?
Nee, das ist aber Doch, ist. so foliert. Ja, aber da kannst du ja noch mal sowas drauf packen. Und dann kannst du in dein Kind wickeln. Doch, finde ich schon. Oder Schreibtisch. Ja. Ich glaube eher Wickeltisch. Gucken wir mal weiter. Jetzt müssen wir halt hier echt aufpassen. Ihr seht es ja hier am Boden. Einfach komplett alle Sachen, die wahrscheinlich hier in den Kisten drin waren. Die wurden durchwühlt. Ich weiß auch nicht, was hier passiert ist. Ne? Wie viele Plörren hatten die denn hier? Ja. Liegen überall die Bananenkisten. Die sind natürlich alle ausgekippt worden. Aber allein schon so viel zu haben, ist schon echt heftig. Ja. Also hier wurde definitiv nichts rausgeholt. Hier ist Guck mal alles noch hier. in den Kisten drin gewesen. Ich habe was Interessantes gefunden. Jo. Bitte nicht stören. Ja. Wird der wieder auf ein Hotel hindeuten, oder? Nicht? Doch schon. Ja. Aber das Kinderzimmer irgendwie ja nicht, ne? Oder vielleicht dann doch so ein Gästehaus. Ja, das Dass kann man man. in seinem Wohnhaus die Leute beherbergt hat, so wie man das früher eigentlich auch gemacht hat, ne? Das So stimmt. ein Turrzimmer oder so. Ja. Das wird wenigstens auch die ganzen Klamotten erklären, ne? Die jetzt hier sind und hier überall Ja, rumliegen. ja, so Laken, ne, für die Betten, ne, zu machen. Ne? Ja. Hier geht's einfach noch weiter. Hier ist das Badezimmer gewesen. Guck mal. Ui. Schön in grün gehalten. Da die Badewanne. Ich frage mich halt echt, was hier genau passiert ist, weil das sieht für mich so aus, als wenn klar war, man zieht aus, man muss alles einpacken und dann wurden halt hier diese ganzen Bananenkartons genommen und alle Sachen wurden reingeräumt. Die ganzen Kartons standen dann in allen Räumen oder halt auch hier in diesem Flur. Und dann hätte eigentlich jemand kommen müssen, hätte die Kartons mitnehmen müssen. Aber ist das nicht passierte nie. Ne? Ja. Und das vermutlich seit 20 Jahren. Ne? Ja. Tapete kommt hier auch schon mittlerweile von den Wänden runter. Jetzt. Sehr groß. Sehr schön. Ja. Hängen aber persönliche Sachen im Schrank. Also irgendwie passt das alles nicht so ganz zusammen, ne? Nee, das passt ja alles überhaupt nicht. Wenn man schaut, das sieht aus wie so ein Kleiderschrank. Da drüben, das sieht eher aus wie so ein Sekretär. Hier ein richtig schön großer Kamin. Und mittendrin noch hier so ein Bett. Jo, das ist ein Bett. Siehst du das? Hier ist ein Jo. Bett. Man kann es So ein kaum erkennen. Doppelbett, ja. Es ist ein Doppelbett, ne? Ja. Wäre mir gar nicht aufgefallen. Es ist einfach halt komplett zugemüllt, ne? Also schaut euch das an. Ich denke, hier werden irgendwelche Leute nach Wertgegenständen nochmal gesucht haben. In der Hoffnung, dass hier noch irgendwas ist. Boah, und schaut mal hier. Hier liegt schon so ein Stümmel von einer Zigarette. Wenn der jetzt hier liegen würde, in dem ganzen trockenen Papier, boah, das ganze Haus wird brennen, Leute. Schlimm. Da hinten geht ja der Flur eigentlich weiter. Jetzt haben sie aber alles vollgestellt mit diesen Schränken hier, wo überall Akten drin sind. Ja. Und damit haben sie quasi den Flur da hinten auch zugemacht. Und hier sieht man auf jeden Fall einen Aktenordner aus dem Jahr 1996. Und da drüben halt noch mehr Unterlagen, wie man sieht. Und schaut mal da oben. Noch mehr. Von 96 auch. Naja, aber ich meine, an die oben geht schon Ach so. die ganze Decke löst sich von oben auf. Sehr, sehr gefährlich hier. Ja, es sieht so aus, als wenn die irgendwie ein Gewerbe gehabt haben und dementsprechend hier die ganzen Ordner für die Steuern aufbewahrt haben. Ne? Ach du Ui, das ist aber ein schönes Schlafzimmer. Ja. Das ist aber schön. Auch wieder schön groß. Ich glaube, da hinten geht es ins Badezimmer. Ja. Auf der anderen Seite. Aber schau mal hier. Das geht hier schon so richtig runter. Ne? Ja. Ich weiß nicht, ob man es nachher im Video sieht. Hier geht es so richtig, richtig runter. Jeka hatte auch gerade schon gesagt, passt auf in dem blauen Schlafzimmer. Hier sieht man es auch. Da hat doch jemand gekokelt, oder? Yep. Ah, das ist doch mal ein richtig schönes Schlafzimmer, ne? Sieht auf jeden Fall schön bequem aus, das Bett. Guck mal hier die Waschschale. Schön mit Wasser drin gehabt früher. Konntest du dich hier mit der Oh, mit der richtig, Seife waschen. mit der richtig guten Seife hier. Die ist Kleine noch, Katzenwäsche, ne? ja, was ist denn das hier? Ach, ist auch so Seife, glaube ich, drin gewesen, ne? Boah, das zieht dir richtig Ja, durch, ne? es sieht, hier sind die Fenster geöffnet und die Vorhänge, man sieht's, sie wedeln. Hier auch wieder so ein schön älteres Bild. Sieht so ein bisschen im Stil ähnlich aus wie das Bild, was wir unten gesehen hatten. Und hier ist noch so ein Schreibtisch mit einer ganz, ganz alten Brille. Aber da fehlen auch mittlerweile schon die Gläser, wie man sieht. Hier ist noch ein Buch, Orde des Apothekers aus dem Jahr 1996, genauer gesagt 31. Dezember. Guck mal, diese Zettel, die hier überall liegen, ne? Hatte ich gerade unten auch schon gesehen. Ich habe es jetzt mal übersetzt, was mich interessiert hat. Frau
Wird sich nach der religiösen Zeremonie erholen. Antwort erbeten vor dem 20. Juli 1987. Religiöse Zeremonie erholen. Ja. Das klingt schon so, Ganz komisch, ne? ja, ganz komisch. Ich find auch. Wie so Wunderheiler. Wenn ich jetzt komme und meine Hand auf deine Stirn lege, Ja. dann werde Dann ich muss dich ich von mich dann deinem erstmal erholen. Krebsleiden befreien und du kannst dich danach erholen. Nach der, ja, oder? Nee, sie muss sich erstmal erholen. Ja, aber das klingt so jetzt. Ja, das klingt schon sehr komisch. Komisch, ne? Vielleicht war die Frau, die hier gelebt hat, ja auch wirklich schwer krank und hat im Endeffekt wirklich nicht nur die medizinische Therapie in Anspruch genommen, sondern vielleicht auch aufgrund von Glauben halt irgendwelche Maßnahmen ergriffen, um halt vielleicht gesund zu werden. Aber warum liegen dann überall diese Flyer rum? Das macht ja irgendwie keinen Sinn, oder? Oder Leute, jetzt wird's ganz wild, es war was ganz anderes. Was denn? Es ist ja eine religiöse Sache und sie muss sich danach erholen. Weißt du, woran ich jetzt gerade denken muss? Oh nee, was? Exorzismus, Leute. So eine Exorzismus. Austreibung oder was? Ja. Hör mal auf jetzt, das kriege ich echt Angst hier. Guck mal, hier ist auch so ein Kreuz. Und Prophet. Damit hat sie dann hier. Oder was? Ja. Nee, ey. Überleg mal, hier in dem Bett, ne? Hast du mal Exorzist gesehen? Nee, sowas gucke ich nicht. Guck mal, da oben ist schon auf, kaputt. jetzt Die ist von da Pizza. unten Ist nach okay. oben geklatscht gegen die Wand und wieder Ist okay. runter. Und dann musste... Okay. Was denn? Das gibt's sowas nicht, das ist nur im Film. Wer weiß. Und jetzt schreiben die Leute in die Kommentare, gerade hast du noch von Geistern erzählt, so am Anfang. Das ist was anderes. Also du hast auf jeden Fall recht gehabt. Hier ist noch ein Badezimmer. Hier ist eine Badewanne. Die ist komplett gefüllt mit allen möglichen Dingen. Da ist eine Badewanne? Und da drüben ist ein Waschbecken und da ist irgendwas Rotes ausgelaufen. Ist alles rot. Sieht aus wie so Farbe oder so. Oh ja. Ja, Sieht aus wie Lippenstift oder Rouge oder irgendwie sowas. Ne? ja, oder vielleicht so Tönungsfarbe oder so. Ist noch eine Zeitung? 96. 96, ja. Guck mal, hier sind noch die Sachen noch im Sack drin, als wenn die irgendwie von der Wäscherei abgeholt wurden und danach nie wieder getragen wurden. Ja. Noch ein Schlafzimmer, Sabrina. Wie verwinkelt, ne? Wie sieht das denn nicht aus? Ach, du Schande. Guck dir mal das Kleid da an, was da an der Wand hängt. Ja. Ja, das ist ja mal ein Wahnsinn. Hätte ich jetzt gar nicht mit gerechnet mit so einem Zimmer. Nee, ich auch nicht. Das ist ja mal der Oberhammer. Mit dem Kronleuchter. Mit so Rosen. Und dann alles hier so in diesen Pink. Und das Bett ist noch gemacht. Ey, das ist heftig. Hier ist noch eine Handtasche, Leute. Und dann war dieses kleine Kleid. Hier ist noch so eine Bank mittendrin, aber den Boden, Leute, man sieht's hier. Da ist aber schon noch drin. Da ist ein Loch drin, also. Ich würde so gerne da hinten mal gucken, aber ich traue dem Boden hier nicht. Nee, ich auch nicht. Sieht schon sehr marode aus. Und schau mal hier, wenn du mal guckst, ne, die Wand. Ich weiß nicht, ob ich es gut drauf bekomme, aber Oh ja, die Das- kommt mir entgegen, ne? kommt dir schon entgegen. Die Wand, die ist überhaupt nicht mehr gerade. Hier ist nichts mehr gerade. Ich finde da, das sieht so interessant aus irgendwie. Findest du nicht auch? Als ob es da noch weitergehen würde. Ja, ich denke, dahinter ist noch ein Raum, vielleicht noch ein Badezimmer oder so. Oder haben wir es gerade vielleicht schon gesehen? Könnte Könnte ja, auch das sein, könnte ne? sein, ja. Hier ist noch ein Schlafzimmer. Guck dir mal bitte diese Matratze an. Ja, Wurde die mit Heu gefüllt oder was ist das? sieht so aus, ne? Ist da noch ein Vogel drin? Ach Gott. Jo. Ist der tot? Na klar ist der tot. Oder ist das kein echter? Das ist ein Vogel. Siehst du ja, die Beine. Nein. Boah, die haben den Vogel einfach drin gelassen. Bist du sicher? Ja, natürlich, Anja. Ja, der ist so. Oh. Oh mein Gott, ist das. Also wirklich. Fehlen mir die Worte. Nächster Raum. Uiuiui. Wieder ein sehr großes Der totale Schlafzimmer. DK. Ja. Boah. Aber guck mal, da das Badezimmer. Ja, Das sieht interessant aus. das sieht auch sehr gut aus, schön gefliest. Aber hier, guck dir das mal an hier, wie das hier aussieht. Du musst aufpassen, wo du lang läufst, Anja. Oh, guck mal, oben, hier oben. Riesenloch. Oh, richtig großes Badezimmer. Guck mal, im Gegensatz zu den anderen, Ja. wie riesig das ist. Schön. Und dann noch so Kleiderschränke hier drin. Das passt überhaupt gar Nee, nicht. das passt gar nicht. Das ist einfach genutzt worden, der Raum, in der kompletten Größe. Aber da hinten siehst du auch die ganze Bausubstanz, wie es alles komplett abfällt hier. Aber guck mal hier, auch so Hygienebeutel, ne? Da hast du das im normalen Wohnhaus? Oder eher im Hotel? Stimmt.
Also ich glaube, wenn das hier ein Hotel war, dann war das hier echt ein Luxuszimmer. Weil du hast ein Badezimmer, ein riesengroßes Badezimmer, mit sogar einer Toilette im Badezimmer. Vorhin war die Toilette ja, glaube ich, meistens separat. Ja. Passt auch, ich glaube, da hatte Jirka gesagt, da ist der Boden ein bisschen kaputt oder so. Oder vielleicht auch ein bisschen mehr. Ach du Scheiße. Was ist da? Ach du Scheiße, leuchte mal. Leute, hier ist Freefall angesagt. Schaut mal jetzt hier. Hier, das war eigentlich mal eine Ebene. Da geht es einfach komplett runter. Und von hier aus ging es dann nochmal da nach oben in die Etage hier. Da ist auch schon alles. Man sieht es ja hier, wie die Balken aussehen. Boah. Und da hinten ging es einfach nochmal weiter. Da kommst du gar nicht mehr hin. Ach du Scheiße, ist komplett hier eingewämst. Ist das gefährlich, Leute. Boah, und hier tropft es auch richtig. Da sieht man mal, wie undicht hier alles ist. Ne? Das ganze Gebäude wird eines Tages echt einkrachen. Die ganze Wand hier, die biegt sich auch komplett zur Seite von dem Haus rein. Oh Gott, was ist das denn für eine Treppe? Boah, Leute, die Treppe. Hör auf dich zu beschweren. Das ist hier ein richtig guter Zustand. Guck dir mal den anderen Raum an. Ja, das stimmt. Mein Gott, ist das hier krumm und schief. Aber ja. auch hier alles. Hier musst du aber echt aufpassen, hast recht. Aber auch hier alles zugemüllt, ne? Ja. Richtig. Was ist denn hier passiert? Guck mal. Ich weiß es nicht. Sebamed, Liquid. Aber alles liegt hier rum. Guck mal, auch solche Flaschen hier. Dann hier so, was weiß ich, was es ist. Kosmetik oder so. Gruselig. Boah. Da hinten ist genau der Bereich, der eingestürzt ist. Ja. Ja. Da hinten. Schau mal da. Da oben steht 18. Ja. Waren hier oben die Zimmer? Vielleicht. Und unten waren... Die Wohnräume? Ach, das macht ja keinen Sinn, weil die Dinger für die Türen hängen ja da. Hier ist 17. Guck mal, hier ist ein Schloss vor. Das machst du doch nicht bei einem... Doch. Wenn du es nicht separat abschließen kannst. Ach du Scheiße, waren hier oben die Zimmer? Hier ist 17. Leuchte einmal rein. Ach du Scheiße. Das sieht aus wie so ein Kellerraum. Wenn wir nicht gerade jetzt hier oben im ersten Stockwerk wären. Und guck mal hier unten. Diese Essensverpackung. Ja, da. Styropor-Dinger da. Komplett, ne? Hier auch. Boah, wir müssen echt aufpassen. Guck mal hier. Geht's komplett schief runter. Ja, ja. Hier noch mehr Bananenkartons. Hier war Nummer 16. Ja. Das kann doch kein Zimmer gewesen sein. So. Das ist... Das ist eine Abstellkammer, aber mehr auch Aber nicht. warum sind da Nummern da dran? Ich kann hier nicht weitergehen. Da hinten, der Raum sieht echt noch interessant aus, ne? Ja. Aber leider. Guck mal, da stehen so Skier oder so, ne? Ja. Oder so erste Generation Snowboard oder so, ich weiß nicht. was das ist. Nein, kannst du nur einen Fuß reinstecken. Ah, das sieht aus. Guck mal, oben gibt es nochmal den eigentlichen Dachboden. Und hier wirklich wie so Lagerräume. Das ist für mich kein Hotel. Das sind hier oben Lagerräume. Warum sollte man die beschriften oder nummerieren? Ich weiß es nicht, Anja. Aber die sind ja halt auch abgeschlossen wie so Kellerräume, ne? Hier mit diesen Dingern da dran. Hier war Zimmer Nummer 10. Und in Zimmer Nummer 10 stehen mittlerweile richtig viele Stühle. Ja, sieht aus wie so ein Lager. Ja, oder? Tapete, richtig, richtig alt. Es war doch kein Zimmer Aber zum vielleicht Vermieten. irgendwann mal. Ja, vielleicht irgendwann, so Zeiten vom Zweiten Weltkrieg oder so. Hier. Ja. Wer hatte denn... Schön. Guck mal. Ja. Ey, aber ist mal ganz ehrlich, ne? So viel Plörren, die hier überall rumliegen. Wer hatte denn so viele Sachen? Tja, So viele Sachen. vor allem hier, ne? In den Bereichen. Die Sachen, wie sieht das aus? Die Sachen liegen jetzt nicht auf dem Dachboden oder irgendwo im Keller. Es gibt einen Dachboden, es gibt einen Keller. Aber die ganzen Sachen liegen ja hier in den einzelnen Räumen, ne? Der Raum ist auch wieder komplett voll, aber ich vermute, eventuell mit Unterlagen oder so in diesen Kartons da hinten. Boah, Leute, ey. Wahnsinn. Wenn hier einer schreibt, das sieht noch sauber aus, ne? Ja, Also der kann ja wirklich. nicht zum Aufräumen kommen. Ja, zum Putzen kann der kommen, ne? Das auch. Der Teil, gruselige das muss ein Dachboden. Das muss ein alter Teil sein hier hinten. Ja, ich glaube auch.
Anders kann ich mir das nicht erklären. Und da gibt es dann noch den eigentlichen Dachboden. Der ist gruselig. Ja. Also ich habe schon den passenden Titel. Das Hotel des Exorzismus oder so. Das Exorzismus? Wie nennt man das? Hier fand ein Exorzismus statt. Das wird der Titel. Und das erzählen wir gerade hier, wo wir hier so dumm stehen. Ne? Ja, also es ist echt sehr kurios. Wenn man überlegt, wir haben was gesehen von einem Anwalt. Wir haben was gesehen Von einem Lehrer. Musiklehrer. Wir haben gesehen, jemand, der Soldat war. Wir haben irgendwas gefunden, was offenbar auf religiöse Sachen, religiöse Rituale, aufgrund dessen muss man sich ja erholen. Das haben wir gefunden. Und es deutet irgendwie so ein bisschen auf ein Hotel hin. Ja, sehr kurios. Hotel-Pension. Ja. Komisch. Oder Gasthaus oder irgendwie sowas. So Leute, wir sind am Ende angekommen. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, lasst gerne noch ein Like da. Schreibt weiter unten einen Kommentar. Schaut gerne noch bei Jirka vorbei. Und schaut euch noch gerne eins dieser Videos an. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.